Manchmal ist so eine Beziehung allerdings auch ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt, insbesondere unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die man vielleicht in der großen, weiten Welt so fortführt. Und diesem Motto entsprechend haben wir ein Exponat gebaut, das nennen wir den Rollercoaster, die Achterbahn. Thomas, warum nennen wir dieses wunderbare Konstrukt aus Elektrotechnik und Mechanik denn die Achterbahn? Es geht jetzt hier nicht um die Achterbahn der Gefühle, wie du vielleicht vermuten könntest. Es läuft nämlich. Also die Gefühle sind da, aber wir haben ganz viele tolle Eigenschaften, die das XCS hat, die man mit den positiven Eigenschaften von so einer Achterbahn vergleichen kann. Mhm. Zum einen, was man typischerweise verbindet, ist ja ein cooler Streckenverlauf. Wir haben hier verschiedene Bahnverläufe, die wir bei uns aus verschiedenen Segmenten darstellen können. Das geht bei dem XCS eben auch. Dann verbindet man mit so einer Achterbahn natürlich Rasanz, ein cooles Dynamikgefühl. Wir können unsere Mover bis zu 20 G beschleunigen und haben eine Geschwindigkeit von bis zu 4 Meter pro Sekunde. Also sind sehr, sehr dynamisch. Und was natürlich bei einer Achterbahn auch typisch ist, man hat ganz unterschiedliche Passagiere von 2 Leuten, die mitfahren, vielleicht mal 4, wenn sich jemand reinschleicht. Und wir können hier zum Beispiel verschiedene Gewichte von 200 Gramm, die oben fahren, bis zu 10 Kilogramm, die da unten fahren, darstellen. Ja, da gibt es nicht mal ein Alterslimit für Kinder oder ein Größenlimit. Jeder kann mitfahren. Ne? Jeder kann mitfahren und es kostet noch nicht mal so viel. Ja, eine große Achterbahn ist wahrscheinlich noch ein bisschen preisintensiver. Das sind jetzt wirklich viele tolle Eigenschaften, wunderbares Exponat. Ich habe das jetzt 4 Tage hier auf dem Messestand mitbekommen. Ständig bleibt jemand stehen, filmt es ab und begeistert sich einfach. Es macht ein bisschen Krach, es ist schnell und es zieht die Leute einfach hier hin. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Begeisterung und Relevanz. Was davon ist denn jetzt tatsächlich für unsere Kunden wirklich relevant, die das einsetzen? Wir sind ja seit über 10 Jahren am Markt und haben wirklich ein ganz großes Kundenportfolio mittlerweile im XTS-Bereich. Also ich hoffe, dass alle Eigenschaften relevant sind, aber es gibt die eine oder andere, die vielleicht eine höhere Relevanz noch haben. Und zum Beispiel, was ganz wichtig ist in Anwendungen, dass man sich eben mit diesen bewegten XCS-Movern auf Prozesse und Prozessstationen aufsynchronisieren kann. Und da haben wir eine deutliche Stärke, das kann man auch hier, das gleich im Ablauf ein bisschen kommt, sehen, dass wir uns zum Beispiel zwischen diesen 2 Systemen aufeinander aufsynchronisieren kann. Ja. Und der Grund, warum wir das sehr einfach und gut können, ist eben eine Grundeigenschaft vom Backoff, das ist PC-Based Control, Ja. weil wir alle unsere Daten im PC rechnen und so uns besonders einfach auf diese Prozessstation aufsynchronisieren können. Ja. Und eine andere Sache, die auch eine besondere Relevanz hat, ist eben die Genauigkeit. Das heißt, wie genau kann ich mich eigentlich mit diesem Mover verfahren? Und da gibt es eigentlich 2 wesentliche Sachen. Das ist einmal die Wiederholgenauigkeit, das ist bis zu 10 μ. Das ist auch ein altbekannter Wert, der in vielen Anwendungen schon umgesetzt ist. Und dann gibt es auch das Thema Gleichlauf. In dem Bereich des Gleichlaufs haben wir hohe Verbesserungen erreicht, um Faktor 3, dass wir in Prozessstationen bis zu 50 Mikrometer Gleichlaufgenauigkeit erreichen können. Und das ist eben besonders für Anwendungen jetzt, die neu aufkommen im Bereich der Batteriezellenfertigung, in der Bereich der Druckindustrie, sodass wir uns immer wieder neue Anwendungen erschließen können. Okay, ja, vielleicht sollten wir noch die Mikrometerbrille erfinden, die können wir dann den Besuchern aufsetzen und dann können die auch sehen, wie genau die Mover denn tatsächlich verfahren. Oder sie glauben mir. Okay, ein ganz breites Angebot an unterschiedlichen Systemfeatures, die man sich ja über die Software eigentlich dann erarbeiten und kombinieren kann. Wie komme ich denn jetzt von diesem Angebot zu meiner persönlichen Problemlösung für eine bestimmte Applikation? Also da können wir einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten anbieten. Die einfachste Möglichkeit, man nutzt die Messe. Hier Ja. sind ganz viele Experten da, sie kommen einfach her. Wenn man keine Zeit hat, ist das auch okay. Dann haben wir unsere Experten und haben aber auch ganz viele Tools, mit denen wir ohne irgendeine Hardware Simulation oder Auslegung machen können. Und da ist eigentlich vielleicht mal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass wir eine große vierstellige Zahl im Bereich der Applikationen haben und dass man einfach von diesen Erfahrungen profitieren kann. Und deswegen ist eigentlich die Botschaft, treten Sie in Kontakt mit uns. Ja, also ein ganz etabliertes Produkt mit vielen tollen Eigenschaften, die wir ständig erweitern und verbessern, womit man richtig viel Platz sparen kann, sich in seinem Markt einen großen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann und wo man mit ganz wunderbaren Menschen zusammenarbeiten kann, um das partnerschaftliche Thema auch so. Ja, wir sitzen eine Bürotür aneinander, von daher kann ich das, glaube ich, gut bewerten. Perfekt. Vielen Dank, Thomas. Ich wünsche dir Danke viel dir. Spaß hier heute auf der Messe.